Kommt das Ende von OLED und 8K-Fernsehern? Werden Smart TVs bald verboten, weil sie zu viel Strom fressen? Was ist denn da eigentlich los? Die EU mag keine Stromfresser. Klar, denn Strom wird immer teurer, deshalb nimmt die EU hier die Hersteller in die Pflicht und verpflichtet sie zum Energiesparen. Ja, soweit so gut. Das ist ja grundsätzlich eine gute Sache, auch natürlich wegen Umweltschutz, CO2-Fußabdruck, Klimaerwärmung und so weiter. Deshalb gibt es eine Richtlinie der EU, eine Regelung, die schon von 2019 stammt, aber die jetzt dann akut wird. Die Regelung schreibt nämlich bestimmte Grenzwerte beim Stromverbrauch vor für jegliche elektronisch betriebenen Geräte. Und das ist egal, ob es ein Geschirrspüler ist, ein Backofen oder eben ein Fernseher. Und egal, ob ihr einen Fernseher kaufen wollt oder andere Elektronik, Geizhals ist die erste Adresse für Preisvergleiche. Auf geizhals.de findet ihr immer den günstigsten Preis. Egal, ob das Smart TVs, PC-Komponenten, Audio-Equipment oder alles rund um PlayStation oder Xbox ist. Passend zum Black Friday könnt ihr natürlich auch nach speziellen Deals suchen. Hier könnt ihr direkt nach den absoluten Tiefstpreisen fahnden und den besten Händler für euch ausfindig machen. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Für die Einordnung des Stromverbrauchs gibt es die Energieeffizienz-Label. Die kennt ihr, das sind diese lustigen Aufkleber mit den bunten Farben drauf und diesen Buchstaben. Und ihr wüsstet vielleicht aber nicht, dass diese 2021 geändert wurden. Bisher gab es ja Kategorien wie D, C, B und A. Aber viele Werte erreichten sowieso schon den A-Wert. Und deswegen, um das zu differenzieren, gab es dann A+, A++ und A+++ für besonders energieeffiziente Geräte. Das gibt es jetzt nicht mehr. Stattdessen wird jetzt das Ganze neu kategorisiert in A, B, C, D, E, F und G, je nach Energieverbrauch. Zudem macht die EU dieses Prüfverfahren mit diesen Kategorien schärfer. Das bedeutet für die Geräte, ein Beispiel habe ich jetzt hier, wir haben einen LG OLED CX5 von 2020. Der hatte früher eine Energieeffizienzklasse von A. Anderes Beispiel, ein Samsung QLED Q95N, der hatte Energieeffizienzklasse B. Aber mit der neuen Regelung jetzt fallen beide in die Energieeffizienzklasse G. Und das ist schlecht. Die Klasse G wird ab März 2023 verboten. Dann gibt es nur noch F oder alles darüber, beziehungsweise die sparsameren Klassen. Wie wird jetzt eigentlich so etwas berechnet? Im Falle von Fernsehern kommt hier der Energieeffizienzindex ins Spiel. Dieser berechnet sich aus einer Formel, in der der Verbrauch von TVs getestet wird. Da gibt es ein bestimmtes Prüfverfahren, wo eben eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von einem Fernseher getestet wird. Innerhalb von einem bestimmten Zeitraum, 10 Minuten oder was auch immer. Und aus der Formel wird dann dieser EEI-Index errechnet. Da gibt es eben bestimmte Grenzwerte, die wurden eben schon in so einer Regulierung 2019 festgelegt. Diese Regulierung stellt eben 2 Stufen fest. Das heißt, die erste Stufe, die soll im März 2021 greifen. Das heißt, das haben wir jetzt schon. Und es gibt jetzt die nächste, schärfere Stufe, die greift dann im März 2023. Für 2021 ist dieser EEI-Index auf 1,10 festgelegt. Wie gesagt, das ist einfach ein Indexwert, aber das ist nehmen wir jetzt mal diesen Wert. Daran müssen sich jetzt Fernseher messen lassen und die müssen unter diesen Wert kommen. Zudem gab es außerdem eine Ausnahme, und zwar die Regelung hat nicht 8K-Fernseher oder Micro-LED-TVs betroffen. Warum auch immer, vielleicht auch, weil die nicht groß verbreitet sind, weil sie da vielleicht noch kein Testverfahren hatten, aber es ist natürlich so, dass 8K-Fernseher extrem wenig verbreitet sind. 2-3% geben da Schätzungen an vom gesamten Fernsehermarkt, und Micro-LED-Technik ist sowieso noch nicht mal so richtig marktreif, das kommt erst mal. Aber was ist jetzt mit OLED? Es ist ja so, dass hier 8K und Micro-LED ihre Ausnahmeregelung haben, und das hat bisher auch OLED-Geräte betroffen. OLED-Geräte sind natürlich super beliebt bei Käufern und natürlich auch im Gaming-Bereich. OLED-Geräte hatten eben, wie gesagt, auch eine Ausnahmeregulierung, weil hier bei dieser Formel, diesem EEE-Index, ein Korrekturfaktor angewandt wurde, Faktor 10. Und das kommt dem OLED-Verbrauch natürlich entgegen, also dem Verbrauch der Fernseher. Das ist ein Zugeständnis, und dieses Zugeständnis, das fällt im März 2023. Das heißt, 8K, Micro-LED und OLED werden dann nicht mehr, kriegen da keine Extrawurst mehr in der Regulierung, sondern
einfach. Da heißt dann, diese Richtlinie ist jetzt für alle Fernseher. Und dabei darf man auch nicht vergessen, dass OLED wegen ihrer Bauweise auch nicht wirkliche Energiesparer sind im Vergleich zu anderen TV-Techniken. Schließlich sind bei OLEDs kommen ja selbst leuchtende LEDs zum Einsatz und nicht welche, die durch die Hintergrundbeleuchtung vom Schirm angestrahlt werden, wie bei herkömmlichen TV-Systemen. Entsprechend haben die natürlich auch eben einen besseren Schwarzwert und exaktere Helligkeit und so weiter. Aber ja, wie erwähnt, ab März 2023 gibt es keine Ausnahmen mehr und obendrein wird eben dieser EEI-Index heruntergesetzt. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt noch folgen, ja? Also, dieser Index war bisher 1,10. Wie gesagt, das ist eben ist errechnet worden von der EU. Und der Index wird jetzt im März 2023 auf 0,9 heruntergesetzt. Wie der jetzt berechnet ist, ist gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist nur, dass er von 1,10 auf 0,90 heruntergesetzt wird für alle TV-Geräte. Das heißt, das ist quasi eine Senkung vom Verbrauch von, sagen wir mal, 20%. 20% weniger Verbrauch ist da vorgeschrieben. Und die Vereinigung Digital Europe, das ist eine Vereinigung der Elektronikverbände und so weiter, die hat das letztes Jahr bereits schon mal getestet mit verschiedenen Fernsehern und hat dann festgestellt, dass 71% von den getesteten TV-Geräten von denen diesen Grenzwert überschreiten und damit eigentlich nicht mehr verkauft werden dürfen. Denn wir sprechen in der Schlussfolgerung dann auch von der Energieklasse G, wo diese Geräte dann eingeordnet werden und Energieklasse G soll es ja nicht mehr geben. Müssen also Hersteller ihre Fernseher vom Markt nehmen? Ist das Ende von OLED und 8K? Es gibt eine Entwarnung, zumindest eine halbe Entwarnung. Denn diese EU-Regelung gilt nur für neue TV-Modelle, die ab März 2023 auf den Markt kommen. Deshalb dürfen alte oder ältere TV-Modelle weiterverkauft werden, aber dann nicht neu produziert werden. Das heißt, es wird erstmal alles abverkauft, was eigentlich da ist. Und das betrifft dann natürlich auch nicht den Gebrauchtmarkt oder ähnliches. Zweitens, die Fernseher werden bei diesem Testverfahren in der sogenannten Normalkonfiguration getestet. Das heißt, das ist eine Voreinstellung die bei Fernsehern standardmäßig aktiviert ist. Da bleibt es aber dem Benutzer über, die zu ändern. Und jetzt wird es interessant. Diese Normalkonfiguration, mit der das getestet wird, muss eben entsprechend energiesparend ausgelegt sein. Und das wird bei den Herstellern eigentlich auch teilweise schon gemacht, dass quasi standardmäßig der Fernseher quasi in so einer Art Öko-Energiesparmodus angeschaltet ist. Er hat eine Bildschirmdämmung bei Tageslicht, er hat quasi, er dimmt auch die Maximalhelligkeit herunter und so weiter. Aber jetzt kommt, das ist keine Pflicht, das zu benutzen. Ihr könnt diese Spar- und Öko-Modi trotzdem abschalten und zu dem anderen Modus wechseln. Eben für ein besseres Bild, für mehr Kontrast, mehr Helligkeit. Vom Hersteller seitens muss allerdings eine Warnung eingeblendet werden, dass in diesem Modus mehr Strom verbraucht wird. Aber das tun moderne Smart TVs meist sowieso bereits. Beispielsweise habe ich einen Samsung QLED TV da. Sobald ich hier etwas umschalte, was nicht Öko-Modus ist, kommt gleich eine Warnmeldung. Achtung, der Fernseher verbraucht jetzt mehr Strom. Muss man bestätigen. Ja, es wird allerdings nicht vom Fernseher verhindert, sondern man kann es frei entscheiden. Was bedeutet das jetzt ab März 2023? Hersteller müssen standardmäßig ihre TVs in einem Öko-Modus ausliefern, damit sie unter diesem IEE-Wert von 0,90 kommen. Das heißt, nach dem ersten Auspacken von dem Fernseher und dem ersten Anschalten können diese Fernseher eigentlich noch nicht wirklich zeigen, was sie wirklich können, weil sie quasi im Sparmodus laufen. Ergo müsstet ihr solche Fernseher, gerade die neuen Fernseher, auf eure Bedürfnisse einfach justieren und die Bildschirmeinstellungen eben für euch konfigurieren, wie es passt. Das solltet ihr sowieso bei jedem Bildschirm machen und vor allen Dingen beim das Bild-Setup genau nach eurem Geschmack konfigurieren, weil meistens sind die Standard-Setups bei Fernsehern eher suboptimal. Und so kriegt ihr eben bei einem alten, genauso wie beim neuen TV, einfach ein besseres Bild und vielleicht auch ein besseres HDR. Das heißt, unterm Strich könnt ihr diese Regelung umgehen. Und es ist eigentlich jetzt aktuell keine Zeit oder kein Platz für Panik. Wie gesagt, diese Fernseher haben dann eben diesen Sparmodus, damit sie eben entsprechend sparsam ausgelegt sind. Ihr könnt dann trotzdem das Ganze umgehen, diese Regelung, und dann ist wieder alles cool. Ihr könnt euch aber trotzdem überlegen, jetzt zum Weihnachtsgeschäft einen neuen Fernseher zuzulegen, denn viele Hersteller verkaufen jetzt zum Jahresende ihre aktuellen Jahresmodelle ab. Händler wollen natürlich auch die Ware aus ihrem Lager haben, damit sie Platz für die kommenden Geräte 2023 haben. Das ist eigentlich jedem Jahr so. Und das führt uns jetzt beispielsweise auch zum Black Friday. Deswegen gibt es da oft lohnenswerte Angebote am Ende des Jahres, auch im TV-Segment, vor allen Dingen da und eben vor allen Dingen rund um den Black Friday, wo
echt viele Geräte, die auch noch recht aktuell sind, abverkauft werden. Und hier kommt auch wieder kurz der Sponsor des Videos ins Spiel, nämlich Geizhals. Schaut einfach unten in der Videobeschreibung, ob ihr da vielleicht auch günstige Fernseherschnäppchen findet oder ihr habt bereits schon den entsprechenden Fernsehbildschirm bei euch zu Hause, OLED, QLED, was auch immer. Und dann könnt ihr natürlich auch diese jeglichen Einschränkungen, die ab März 2023 kommen, ein wenig entgehen. Auch wenn man die sowieso umgehen kann. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Lasst gerne ein Abo und Like da und schreibt auch gerne unten in die Kommentare, ob ihr bereits einen großen Fernsehbildschirm habt oder ob ihr euch da Sorgen macht wegen dem Stromverbrauch oder ob euch das Ganze egal ist. In diesem Sinne, macht's gut.